Heute beginnen wir mit dem ersten Video unserer kleinen Modellkunde-Reihe, nämlich mit der Vespa Wideframe. Und die Vespa Wideframe, das sind ja die ganz frühen Wespen. Da gibt es zwei Probleme. Ich hatte nie das Geld, um mir eine zu kaufen, und zweitens weiß ich von Originalteilen nur, wie man sie abbaut. Deswegen brauchen wir natürlich einen Experten und haben Glück, dass wir einen ganz besonderen gefunden haben. Wir hier bei SIP haben das große Glück, dass wir einen ganz besonderen Vespa-Oldtimer-Experten direkt hier im Haus haben, nämlich den Oliver Schmuck. Und ja, den möchte ich einfach mal bitten, sich kurz vorzustellen. Ja, hallo, ich bin Oliver Schmuck, sammle jetzt seit 20 Jahren Vespas und das ist eigentlich meine große Leidenschaft. Ich habe mich irgendwie in diese Dinger eigentlich verliebt und versuche auch möglichst alle Modelle zu sammeln, die es einfach gibt so in dem Bereich. Und eigentlich auch detailgetreu versuche ich immer irgendwelche Teile herauszufinden, wo eigentlich die Unterschiede zwischen den einzelnen Modellen auch liegen. Ja, und jetzt eben schon seit 14 Jahren eben mein Hobby zum Beruf gemacht und arbeite bei SIP. Die Firma Piaggio, die hat ja ursprünglich gar keine Zweiräder gebaut. Die hat ja, glaube ich, eher Flugzeuge gebaut, Hubschrauber, ich glaube auch Schienenfahrzeuge. Wie sind die denn jetzt genau dazu gekommen, so ein Zweirad auf die Beine zu stellen? Ja, Dr. Piaggio hatte die Idee nach dem Krieg, die Bevölkerung wieder schnell mobil zu machen. Und da hat er sich an seinen Konstrukteur gewendet, an den Dascanio, der eben ein Fahrzeug entwickeln sollte, was möglichst einfach ist und die ganze Bevölkerung mitfahren konnte. Kleiner Funfact, der war ja Hubschrauberkonstrukteur. Und das hat er auch richtig gerne gemacht. Aber so Zweiräder konstruieren, das wollte der gar nicht so gerne. Und ja, er wird bis heute mit der Vespa in Verbindung gebracht. Eigentlich wäre lieber mit Hubschraubern in Verbindung gebracht worden. Jetzt hat er aber das legendäre Ding entwickelt. Und ich glaube, man sieht auch bis heute in der Vespa die Handschrift von einem Hubschrauberkonstrukteur, oder Olli? Ja, man sieht es ganz klar an der Vorderradaufhängung. Die kommt bereits aus dem Flugzeugbereich. Ebenso wie der Motor, den hat man verwendet damals, um diese großen Standzylindermotoren anzutreiben, brauchte man erst einen Startermotor. Und der hat halt sehr schön hier hinten hingepasst, neben das Hinterrad, ne, dass man einen freien Durchstieg hatte. Sodass auch die Damen mit einem Rock fahren konnten. Und dann war natürlich auch noch das ganz Besondere, der Dascanio, der konnte ja auch mit Blechen umgehen und hat eine Technik angewandt, die, glaube ich, damals noch mehr aus dem Automobilbereich kam, nämlich diese selbsttragende Stahlblechkarosserie. Und dadurch ist der ganze Kram steif, leicht und sehr kompakt geworden. Ja, durch die einfache Konstruktion und auch die einseitige Radaufhängung, indem man nur mit 4 Schrauben den Reifen wechseln konnte, vorne wie hinten waren beide gleich, war das eine geniale Geschichte. Ersatzreifen war immer automatisch mit dabei, weil eben die Straßenverhältnisse relativ schlecht waren damals, an der 46. Auch ideal war es, eben nur einen Schock zu ziehen, den Motor anzukicken und der Motor lief sofort ruhig, im Gegensatz zu Motorrädern, wo noch jede Menge Hebel zu bewegen waren. Woran erkenne ich denn überhaupt so eine Vespa Wideframe? Was sind die besonderen Merkmale, die eine Vespa Wideframe ausmachen? Ja, zuerst mal an 46 gab es den Begriff Wideframe nicht, da gab es einfach nur die Vespa. Die Merkmale darin liegen, typisch Rohrlenker, Vergaserklappe im Rahmen, Motor und Motorschwinge waren noch getrennt und deswegen auch Wideframe, weil der Rahmen hier wesentlich breiter war als bei den Folgemodellen dann Jahre später. Es würde wohl ein bisschen den Rahmen sprengen, jetzt hier alle Vespa Wideframe-Modelle vorzustellen. Deswegen mal die Frage an dich, Olli, was sind denn so die wichtigsten Vespa Wideframe-Modelle, die man kennen sollte, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt? Ja, die meisten kennen natürlich den Begriff V98. Was ist V98? Eigentlich nichts anderes, als dieser Motor damals 98 Kubik hatte. Es gab eben 4 Serien, 2 an 46 und 2 an 47 mit den gleichen Motoren. Charakteristisch ist eben das, jedem Sammler wünscht sich eine V98 in seinem Besitz zu haben. Wie viel hast du? Keine. Und was kam dann nach der V98? Die nächste Stufe war eigentlich die 48er, die bereits einen ausklappbaren Seitenständer hatte und der Motor wurde auf 125 Kubik erweitert. Motor war aber immer noch ein Sternzylinder, der immer noch aus dem Flugzeugbau kam. Und dann kommt ja schon die 49er und das Modell hast du, glaube ich, oder? Das habe ich tatsächlich. Das ist so meine älteste Vespa in meinem Besitz. Allerdings ich habe eine sehr späte 49er, Anfang 50, man weiß es nicht so genau. Aber das gucken wir uns mal kurz an da drüben. Das hier ist jetzt also dein bestes, ältestes Stück quasi, richtig?
Richtig, das ist so der älteste Roller in meiner Sammlung, ist quasi Baujahr Ende 49, Anfang 50. Da war gerade dieser Wechsel da, wo die Sicke am Rahmen verschwunden ist, aber immer noch gestänge geschalten. Irgendwann war der Wechsel auch da, gestänge geschalten, war zu Ende. Man ist zur Seilzugschaltung übergegangen bei der V30 an Baujahr 51. Die haben wir hier stehen, oder? Haben wir hier stehen. Das ist die V30. Das ist die V30. Der Wechsel war dann da, dass es hier eben bereits mit Seilzug geschalten war. Immer noch offene Backe. Was kam danach? Ja, Zwischenstufe war dann nochmal an 53 bis 56 VM, V-Nordpol die Modelle, die ähnlich waren, aber schon nur noch im Beige-Ton waren, so wie dieses Modell. Und an 56, 57 wurde dann die Lampe nach oben gesetzt auf den Lenker und hieß dann im Volksmund Struzzo, Straußen ähnlich. Ja, das ist, ja, sieht man ja ein bisschen hier mit dem etwas großen Scheinwerfer hier oben. Ich glaube, das hatte was mit der Gesetzgebung zu tun, dass man den Scheinwerfer oben verbaut hat. Das ist richtig, weil zur Fahrbahnausleuchtung wollten die dann eben, dass der Scheinwerfer weiter oben sitzt bei den Motorrädern und nicht mehr unten am Kotflügel. Okay, deswegen wichtiges Modell, Struzzo. Sobald die Lampe nach oben gesetzt wurde, wurde auch die Motorleistung erhöht auf 150 Kubik. Macht ja Sinn, man konnte ja weiter sehen, wo man hinfährt. Was kommt danach noch als interessantes Modell? Du hast hier, glaube ich, etwas sehr Interessantes, ne? Eine Sejourny, richtig? Das war immer so mein Wunschtraum, mir eine Sejourny, eigentlich das Vespa-Sportmodell zu besitzen. Ich habe mir sie einfach in 1:1 nachgebaut. Das ist ein 53er Sportmodell, eines der letzten Sportmodelle von Piaggio, diese Sejourny für 6-Tage-Rennen entwickelt worden. Die Besonderheit ist daran, dass viele Bauteile, was dort experimentiert wurde, auch in der Serie wieder eingesetzt worden ist. Und die heutige GS 150 ist eigentlich aus der Sejourny entstanden. Okay, also das ist eigentlich sehr interessant. Vespa hatte schon sehr früh mit diesen Dingern, die eigentlich dafür entwickelt wurden, dass halt jeder damit fahren kann, dass man leicht aufsteigen kann, dass alltagstauglich ist. Mit den Dingern hat Vespa schon sehr früh angefangen, Rennen zu fahren, was ich wiederum sehr gut verstehen kann. Aus diesem letzten Sportmodell ist dann wirklich der letzte Meilenstein der Wideframe-Geschichte entstanden, nämlich die Vespa GS3. Und da kann uns natürlich Olli wieder viel mehr dazu sagen als ich. Also im Italienischen heißt sie eigentlich Grand Sport GS 150. Im deutschen Bereich hieß sie dann GS3. 2 verschiedene Namen. Hier ist eben ein GS3, ein deutsches Modell, was wieder mit Lizenzbau zu tun hatte. Die Anbauteile waren wieder anders wie in Italien, heller Scheinwerfer, Dehnfeld-Sitzbank. In Italien war alles mit Siem oder Aquila-Sitzbank eben ausgestattet. Vom Modell her relativ gleich. Also man sieht schon, das Ding sieht eigentlich schon ziemlich aus wie spätere Modelle, die Vespa gebaut hat, weil hier oben ist ein Gusslenker, es ist eine Sitzbank und auch hier unten kann man schon die andere Form der Bremstrommel sehen, die eigentlich ja, von der äußeren Form, so rein optisch, hat sich da bis zur PX eigentlich nichts mehr geändert, oder? Am Anfang gab es noch bei den ersten Sportmodellen waren noch diese Sternfelge, die jeder wahrscheinlich kennt, zu sehen. Wurde dann später abgeändert in der letzten Baureihe, VS5 nennt man diese Baureihe, eben mit heutigen PX-Felgen vergleichbar. Damit hätten wir eigentlich sozusagen die wichtigsten Modelle, die wichtigen Meilensteine kurz vorgestellt. Was die ganz häufig ausmacht, sind so technische Details, die eigentlich so Evolutionen in der Vespa-Geschichte waren. Und darauf würde ich gerne als nächstes eingehen. Ihr seht hier vielleicht diese Linie, die hier lang geht. Die gibt es nur bei ganz frühen Modellen. Und zwar heißt das Sickenrahmen, richtig, Olli? Das ist der Sickenrahmen sozusagen, der eigentlich an 46 entstanden ist und wurde eigentlich bis Baujahr 49 weiter beibehalten bei den italienischen Modellen. Lizenzbauen manchmal sogar noch länger, wie jetzt in dem Fall ist es hier ein spanischer Rahmen. Dort wurde der Sickenrahmen bis 58 gebaut. Genau, und später hat man das, glaube ich, alles, ne, also alles, wo jetzt hier so diese Sicke ist, das hat man dann später aus einem Teil gepresst. Wichtiges Merkmal noch,
Wir haben hier bei der Vorderradschwinge nur eine Feder. Die Änderung war eigentlich an 51 kam die Änderung dazu, dass eben Dämpfer und Feder in der Vorderradaufhängung war. Und da gab es noch, um das wieder gut zu machen, dass hier nicht gedämpft wird, ne, da gab es, glaube ich, relativ interessantes Zubehör mit so lustigen Lederdämpfern. Naja, das gab dann eigentlich, damit eben nicht nur die Feder wirkte, eine Art Reibungsdämpfer. Den können wir da drüben mal zeigen. Den können wir an meiner 49er anschauen. Wollen wir es mal kurz zeigen? Der Reibungsdämpfer kam eigentlich aus dem Motorradbereich. Dort wurde bereits auch schon in diesem Prinzip die Dämpfung reguliert bei der Feder. Und das war eigentlich immer Zubehör bei Piaggio. Genau. Und ihr habt ja bestimmt alle das Stoßdämpfer-Video gesehen, ne? Und wisst, warum das so fürchterlich wichtig ist, dass hier schön gedämpft wird. Und hier drehen sich einfach die Teile gegeneinander, ne? Also hier ist eins angelenkt, da ist eins angelenkt. Hier kann man verstellen, wie stark diese Platten gegeneinander gedrückt werden. Und dazwischen sind so Lederscheiben und da kann man dann halt einstellen, ne? Ähnlich Zugstufe und Druckstufe auf einmal in jedem Fall immer. Die allerersten Wespen, also die V98 war das hinten noch starr, deswegen waren die hinten am Heck ein bisschen tiefer auch. Okay. Später kam dann erst Feder und Dämpfer mit dazu und an 55 gab es dann die Änderungen, nur noch ein Federsystem, ein Federbein sozusagen, das man heute noch so kennt. Die nächste wichtige Änderung ist die Schaltung. Ganz am Anfang wurde das hier über so ein Gestänge geschaltet. Man sieht das, wie das hier so funktioniert. Und dann geht hier so eine Stänge hoch und runter, hier geht so ein Draht weiter bis hinten zur Schaltraste. Wie lange wurde das denn so gebaut, Olli? Wurde gebaut bis letzten Baureihe bei der V15 bis Ende 50. Okay. Sozusagen natürlich im Lizenzbau bei Hoffmann natürlich ein bisschen weiter bis 53. Aber bei den Italienern hört es bei der Baureihe bei 1950 auf mit der V15. Die neue Baureihe war dann die V30 und da wurde schon auf Seilzug umgestellt. Okay. Und warum hat man das umgestellt? Hat das man hat festgestellt im Laufe der Zeit, dass über Jahre natürlich dieses Gestänge relativ anfällig ist, dass es ausgeschlagen ist von der Justierung her. Die Gänge ließen sich nicht mehr sauber einlegen und dann ist man eigentlich zum komfortablen Seilzugschaltung gegangen. An der V31 sieht man eben, dass diese Kabel eben in den Rahmen reingehen, aber immer noch die Seilzüge und die Schaltung außen liegt. Die Änderung kam dann eigentlich erst mit der VB1, eines auch der letzten Wideframe-Modelle mit Gusslenker. Und bei der GS 150 ab der Baureihe VS2 verschwanden die Seilzüge im Lenker. Und hier kann man jetzt sehen, wie die Seilzüge oder die Bedienung der Schaltung dann bei den letzten Modellen aussah, nämlich so wie bei jeder anderen Vespa, die später kam, im Prinzip auch. Richtig, Olli? Es gab solche Gusslenker, eben die VS1 hatte zwar schon einen Gusslenker, aber die Seilzüge außen, ebenfalls im Lizenzbau, die Agma GL hatte das auch noch. Der nächste ganz wichtige Meilenstein in der Entwicklung der Vespa Wideframe war die Änderung von Einkanal- auf Zweikanalmotor. Ja, damit ist gemeint die Anzahl der Überströme, also der Weg vom Kurbelgehäuse in den Zylinder für das Benzin-Gas-Gemisch. Und das wurde da geändert und dann waren die Motoren leistungsfähiger. Das ist natürlich immer noch alles auf einem relativ langsamen Niveau, aber heute auch immer noch sehr interessant, weil für die Zweikanalmotoren gibt es wesentlich mehr Tuningteile. Also wenn man heute ein bisschen damit besser unterwegs sein möchte, dann lohnt es sich mehr, so einen Zweikanalmotor zu verwenden. Und wann jetzt diese Änderung war und woran man das genau erkennt, das erzählt uns jetzt Olli. Ja, der letzte Einkanalmotor wurde gebaut bei der V33 an Ende 52. Da gab es dann den Wechsel eben auf Zweikanalmotor. Man weiß auch, Ende 52 war Schluss mit der Farbe Grün. Die Backe wurde geschlossen und man ging dazu über, nur noch in Grau-Beige zu lackieren und eben dort diesen Zweikanalmotor einzubauen. Okay, das ist auch recht interessant, ne? Früher wurden wirklich die Wespen nur in einer Farbe hergestellt, oder? Also es gab jetzt keinen Farbkatalog wie heutzutage, sondern... Ja gut, die ersten V98 hatten noch so einen Silberton. Dann an 48 ging man dann zu diesem Grünton, den man kennt. Und jeder Lizenzbau hatte so eine eigene Grünmischung. Hoffmann Fischsilbergrün, Agmas haben wieder den anderen Grünton.
Aber bei ACMA war dann auch an 53 war dann Schluss mit Grün. Bei Hoffmann ging es noch bis 54 und dann wird allgemein in anderen Farben lackiert. Aber das ist ja auch, ich finde das ein schönes optisches Erkennungsmerkmal. Ne? Hier die Backe mit den Schlitzen und vorher noch die komplett offene Backe. Muss man noch erwähnen, dass bei den Italienern immer die Vorgabe war, die Lizenznehmer haben das meistens immer noch ein bisschen länger produziert. Ah, okay. Also Hoffmann hat die offene Backe noch wesentlich länger produziert, ACMA auch und am längsten eigentlich Motor Vespa, die Spanier. Den heißen Scheiß, ne? Den hat erstmal das Mutterwerk in Pontedera gemacht und diese großartigen technischen Neuerungen wie die Backe hat jetzt Schlitze statt einer Öffnung, damit mussten die anderen halt warten. Kommen wir zum nächsten Meilenstein. Dass die Lampe irgendwann von unten nach oben gewandert ist, das haben wir ja schon erwähnt, aber irgendwann, wenn ich das richtig verstanden habe, hat sich auch das Material der Anbauteile, nämlich der Kotflügel und der Seitenhauben geändert. Wie sieht das genau aus, Olli? Was hat sich da alles geändert? Ja, am Anfang wurden noch Seitenhauben und Kotflügel aus Aluminium gepresst, ist man zu Stahl übergegangen. Auch die Lampe verschwand von unten nach oben an 55 ungefähr mit der Modellreihe VL. Das war so das erste Modell, das die Lampe oben hatte. Schön. Und das hier ist jetzt, das ist ja eine ACMA, die hat ja die Lampe, glaube ich, immer oben. Gut, bei der Modellreihe Lizenzbau ACMA, da war von Haus aus die Verkehrsordnung schon, dass die Lampe immer oben sein musste. Noch zu erwähnen gilt, bei Douglas war die Lampe in der Mitte. Also so hatte jedes Land hatte so ihre eigenen Bestimmungen. Okay. Kann ich denn irgendwie optisch erkennen, ob ich jetzt einen Alu-Kotflügel oder einen Stahlkotflügel habe? Naja, auf den ersten Blick optisch nicht, durchs Klopfen und am besten ein Magnetinhalt. Ein weiteres wichtiges Merkmal, an dem man die unterschiedlichen Generationen der Wideframe-Rahmen erkennen kann, ist die Tankgröße. Die wurde nämlich immer größer, oder? Das ist richtig. Gestartet wurde quasi mit so einem eckigen Tank, der ca. 4,5 Liter Tankvolumen hatte. Bei den späteren Modellen war es dann bei der VM-Baureihe oder VL-Baureihe, wurden die Tanks schon mal etwas größer. Der Tank ging mehr in die Spitze des Rahmens. Und den größten Tank hatte eigentlich dann die GS150, wo man das komplette Volumen des Rahmens ausgenutzt hat. Die letzte wichtige technische Neuerung, auf die wir euch hinweisen möchten, ist der Umstieg von den kleinen 8 Zoll Rädern auf die 10 Zoll Räder, wie man sie da an der GS3 schon sieht. Warum hat man das gemacht, Olli? Ja, um einfach auf einer Langstrecke eine höhere Laufruhe zu bekommen, ist man dann irgendwann übergegangen, auf 10 Zoll umzurüsten. Was bei den Wideframe aber nur die GS150 hatte, ACMA Lizenzbau, die ACMA GL hatte 9 Zoll Größe. Kommen wir jetzt etwas zur Kür, nämlich dazu, was ist noch interessant über diese erste Generation der Vespa-Roller zu wissen? Gibt es irgendwelche besondere Modelle, irgendwelche besonderen Geschichten? Kannst du uns noch was erzählen, Olli? Ja, diese Sportmodelle wurden bestückt mit 8 und 10 Zoll Bereifung. Die Idee war dahinter, auf der Langstrecke mit 10 Zoll zu fahren und in den Bergetappen wieder auf 8 Zoll umzurüsten. Und wenn man so alte Bilder sich anguckt, sieht man oft bei den Aufnahmen, dass die Piloten immer so einen Zündkerzenschlüssel in ihrem Stiefel stecken hatten, um schnell einen Reifenwechsel vornehmen zu können. Auch interessant, das sieht man hier auch, glaube ich, ne? Wenn du hier diese besonderen Felgen, die sehen ja ein bisschen anders aus als bei anderen Vespa-Rollern. Und das kommt halt daher, dass man 2 verschiedene Größen auf die gleiche Bremstrommel schrauben wollte. Richtig, diese Sportmodelle waren so ausgestattet, dass diese Bremstrommel, die auf 10 Zoll ausgelegt war, auch mit 8 Zoll Felgen fahrbar war. Deswegen sieht die Felge anders aus wie bei der Serie. Okay. Und davon hat man dann ja einfach viel Erfahrung gesammelt mit diesen Rennsportmodellen und das dann tatsächlich auch umgesetzt, oder? Die Innovation war dann einfach die Erfahrung, die man da gesammelt hat, eben bei der Serie umzusetzen. Und man sieht viele Details auch bei der GS150 im Serienmodell. Nächste Besonderheit wäre vielleicht noch zu erwähnen die Vespa U, ein Sparmodell, wo man so viel gespart hat, dass halt auch vom Design nicht mehr viel übrig geblieben ist und was, glaube ich, sich nicht so gut verkauft hat. Naja gut, Piaggio hat auch Konkurrenz bekommen von anderen Marken und man wollte einfach ein günstiges Modell auf den Markt bringen, das komplett abgespeckt war.
Ging leider der Schuss nach hinten los, war kein Erfolgsmodell, eher ein Flop. Aus heutiger Sicht ein rares Sammlerobjekt. Ja, klar, wenn sowas selten ist, wird es natürlich teuer. Eine Vespa U gehört, glaube ich, heute zu den teuersten Wespen, die man überhaupt kaufen kann. Hässlich ist sie immer noch, aber es gibt auch so Sachen wie die V98 und ich kann mir vorstellen, dass sich natürlich sehr viele jetzt dafür interessieren. Die ist selten, es ist die erste Vespa. Kann ich das kaufen und was würde denn sowas heute kosten, wenn ich es irgendwie noch kriege? Ja, die Range geht relativ weit auseinander, weil es eine erste bis vierte Serie gibt. Aber wenn man jetzt eine kaufen möchte und einigermaßen im Originalzustand haben möchte, dann muss man so zwischen 50.000 und 70.000 Euro auf den Tisch legen. Das ist ordentlich, ist wahrscheinlich auch nicht gerade das Einstiegsmodell oder für jeden Anfänger erschwinglich. Aber würdest du denn sagen, wenn wir jetzt mit dem Video hier so ein paar Leute begeistert haben für die frühen Wespen, gibt es denn irgendwie ein Modell, wo sich oder mit dem sich der Einstieg in die Vespa Wideframe-Welt irgendwie am besten ermöglichen lässt? Na, ich würde darauf achten, dass die Wideframe auf jeden Fall einen Zweikanalmotor hat, egal von welchem Hersteller, vom Lizenzbau. Und da würde ich sagen, die ACMA ist im Moment da noch am erschwinglichsten, wo man dann auch richtig Spaß damit haben kann, wenn man später mal aufs Tuning umsteigen möchte. Okay. Ja, dann sind wir eigentlich schon am Ende mit unserem Video heute. Nochmal dicken Applaus für Olli, ne, der wirklich hier eine Expertise reingebracht hat, wie sie sonst nicht in meinen Videos ist. Aber vielen Dank dafür. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns ein Like. Wenn ihr die nächste Folge sehen wollt, Vespa Large Frame, dann am besten den Kanal abonnieren, Bimmel drücken. Wenn es euch gefallen hat, wenn noch Fragen offen sind, in die Kommentare schreiben. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.